Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem Deutsch-Podcast. Hier lernt ihr Deutsch mit echten Gesprächen aus dem Alltag. Ich bin Sarah. Und ich bin Markus. Es ist schön, wieder hier zu sein. Sarah, wie geht es dir heute? Mir geht es gut, danke. Es war ein etwas stressiger Tag, aber ich freue mich, jetzt diese Folge aufzunehmen. Und wie geht es dir? Mir geht es auch gut. Ich bin ein bisschen müde, aber glücklich. Und ehrlich gesagt, gibt mir dieses Gespräch mit dir immer neue Energie. Das ist schön zu hören. Und unser heutiges Thema passt auch sehr gut dazu. Genau. Heute sprechen wir darüber, wie man über seinen Tag auf Deutsch spricht. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum ist das eigentlich wichtig? Ganz einfach, weil euer Alltag voller Situationen ist, in denen ihr Deutsch benutzen könnt. Und es ist auch sehr praktisch für Gespräche. Genau. Menschen fragen oft nach deinem Alltag. Zum Beispiel, was machst du morgens? Oder wie war dein Tag? Wenn du das jetzt übst, bist du vorbereitet. Du gerätst nicht in Stress, sondern weißt schon, was du sagen kannst. Über den eigenen Tag zu sprechen ist wie eine kleine Werkzeugkiste mit Sätzen. Wenn jemand fragt, holst du einen Satz heraus und bist bereit für das Gespräch. Genau. Wenn ihr das vorher übt, klingt euer Deutsch natürlicher und ihr fühlt euch sicherer beim Sprechen. Bevor wir richtig anfangen, möchten wir euch noch an 2 wichtige Dinge erinnern. Am Ende dieser Folge wird Alex wieder dabei sein. Er erklärt einige wichtige Wörter aus dieser Episode mit Beispielen und einer kleinen Wiederholung für euch. Bleibt also unbedingt bis zum Schluss dabei. Übrigens, Markus, wir haben überlegt, euch zusätzlich etwas zum Üben anzubieten. Ja, genau. So eine Art Begleitmaterial zur Folge. Etwas, das ihr nach dem Zuhören nutzen könnt, wenn ihr möchtet. Aber wir fragen uns gerade, ob das für euch wirklich hilfreich wäre. Manche lernen am liebsten nur durchs Hören. Andere brauchen etwas zum Nachschauen oder Wiederholen. Mir hilft es oft, Dinge noch einmal ruhig durchzugehen. Mir auch. Besonders um zu prüfen, was ich wirklich verstanden habe. Deshalb dachten wir an ein kleines Zusatzmaterial zur Folge, Mit ein paar Verständnisfragen. damit ihr selbst merken könnt, was habe ich verstanden, was noch nicht. Und vielleicht ein paar einfache Übungen. Zum Beispiel zu wichtigen Wörtern aus dem Podcast. Oder kleine Aufgaben für den Alltag. Aber wir möchten nichts machen, was ihr gar nicht braucht. Genau. Deshalb interessiert uns eure Meinung. Würde euch so ein Lernmaterial helfen? Oder reicht euch der Podcast allein? Möchtet ihr lieber Fragen zum Nachdenken? Oder Übungen zum Mitmachen? Vielleicht auch nur eine kurze Zusammenfassung. Schreibt uns gern in die Kommentare, was euch am meisten hilft. Eure Rückmeldungen sind für uns sehr wertvoll. So können wir den Podcast noch besser für euch machen. Wir sind gespannt auf eure Ideen. So, in dieser Folge zeigen wir euch also Schritt für Schritt, wie ihr über euren Tag sprechen könnt. Wir geben euch Beispiele, einfache Sätze und kleine persönliche Geschichten. Und am Ende könnt ihr euren eigenen Tag auf Deutsch beschreiben. Das ist ein wichtiger Schritt, um flüssiger zu sprechen. Dann fangen wir jetzt mit dem Morgen an.
Der Morgen ist für viele Menschen nicht so leicht. Bei mir klingelt der Wecker um 7 Uhr. Und ehrlich gesagt habe ich oft keine Lust aufzustehen. Das kenne ich. Mein Wecker klingelt schon um 6:30. Ich sage mir immer, nur noch 5 Minuten. Aber aus 5 Minuten werden dann schnell 20. Ja, genau so ist es. Aber trotzdem stehe ich dann auf. Als erstes putze ich mir die Zähne und wasche mein Gesicht. Danach gehe ich duschen. Das warme Wasser hilft mir, richtig wach zu werden. Oh ja, die Dusche ist für mich auch sehr wichtig. Sie ist wie ein Neustart. Nach dem Duschen fühle ich mich sauber, frisch und bereit für den Tag. Danach gehe ich in die Küche. Es ist Zeit für das Frühstück. Meistens esse ich Brot mit etwas Butter und Marmelade und manchmal auch Eier. Am Wochenende mache ich mir manchmal Pfannkuchen, wenn ich Lust habe. Und natürlich Kaffee. Kaffee ist am Morgen sehr wichtig für mich. Bei mir ist das Frühstück etwas einfacher. Meistens trinke ich nur Tee und esse Toast. Aber wenn ich sehr hungrig bin, esse ich auch Müsli mit Milch. Ihr seht, das sind alles Dinge, die ihr gut auf Deutsch beschreiben könnt. Ich esse Brot, ich trinke Kaffee, ich esse Eier, ich trinke Tee. Das sind sehr einfache Sätze. Aber wenn man sie verbindet, erzählt man schon eine kleine Geschichte über seinen Morgen. Nach dem Frühstück mache ich mich fertig für die Arbeit. Ich ziehe mich an, überprüfe meine Tasche und schaue noch einmal durch die Wohnung. Licht aus, Geldbeutel, Handy, Schlüssel, alles da. Dann sage ich kurz Tschüss und gehe nach draußen. Bei mir ist es ähnlich. Ich ziehe mich an, schaue kurz in den Spiegel und bereite meine Sachen vor. Ich packe meinen Laptop ein, meine Wasserflasche und manchmal auch einen kleinen Snack. Und ich kontrolliere immer meine Schlüssel. Das klingt wichtig. Ja, einmal habe ich meine Schlüssel in der Wohnung vergessen und mich ausgesperrt. Seitdem prüfe ich meine Schlüssel immer, bevor ich gehe. Am Ende öffne ich die Tür, atme kurz tief ein und sage, okay, los geht's. Das ist der Moment, in dem der Tag draußen richtig beginnt. Und wenn wir schon über unseren Tag sprechen, können wir euch auch kurz sagen, was wir eigentlich arbeiten. Ja, ein kleines Geheimnis über uns. Wir arbeiten beide als Sprachlehrer an einer Schule. Genau. Das heißt, unser Alltag dreht sich sehr viel um Sprache, Lernen und Menschen. Wir stehen jeden Tag vor Klassen oder sitzen in Online-Kursen und erklären Deutsch. Und wir hören sehr viel zu. Unsere Schüler erzählen, was ihnen schwer fällt. Zum Beispiel beim Hören, Sprechen oder Verstehen im Alltag. Viele sagen uns, ich verstehe Deutsch, aber ich verstehe die Menschen nicht, wenn sie sprechen. Oder im Unterricht geht es, aber draußen ist alles anders. Genau diese Sätze hören wir fast jeden Tag. Deshalb denken wir viel darüber nach, wie man Sprache besser erklären kann. Nicht mit schwieriger Grammatik, sondern mit echten Beispielen. Aus dem Alltag, aus Gesprächen, aus Situationen, die wirklich passieren. Als Lehrer sehen wir auch, dass Lernen Zeit braucht. Und dass jeder Mensch anders lernt. Manche lernen gern mit Lesen, andere mit Hören. Viele brauchen Wiederholung und Ruhe. Und vor allem brauchen sie Mut. Mut, Fehler zu machen und trotzdem weiterzusprechen.
Genau deshalb haben wir diesen Podcast gestartet. Wir wollten einen Ort schaffen, an dem Deutsch ruhig und ehrlich klingt. Ohne Stress, ohne Prüfungen, ohne Druck. So wie wir auch mit unseren Schülern sprechen. Und das Lustige ist, wir arbeiten an derselben Schule. Ja, so haben wir uns kennengelernt. Zwischen Unterricht, Pausen und vielen Gesprächen über Sprache. Irgendwann haben wir gemerkt, wir denken sehr ähnlich über Sprachenlernen. Und wir möchten diese Erfahrungen teilen, Nicht als Experten von oben, sondern als Lehrer, die jeden Tag sehen, wo die echten Probleme liegen. und die wissen, Lernen darf auch leicht sein. Genau. Und deshalb freuen wir uns, dass ihr heute zuhört. Und mit uns gemeinsam Deutsch lernt. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, und wann machen Sie dann diesen Podcast? Gute Frage. Meistens nehmen wir den Podcast am Wochenende auf. Manchmal auch nach der Arbeit, wenn wir noch genug Energie haben. Dieser Podcast ist unser Herzensprojekt. Wir machen ihn, weil wir Freude daran haben, auch außerhalb unserer normalen Arbeit. Wir arbeiten zusammen im Job und kommen dann hierher, um unsere Geschichten mit euch zu teilen. Kollegen bei der Arbeit und auch hier im Podcast. So, und jetzt sprechen wir über meinen Arbeitsweg. Mein Arbeitsweg beginnt früh am Morgen. Ich gehe aus dem Haus und fahre mit dem Bus. Manchmal ist es ruhig, manchmal sehr voll. Bei mir ist es anders. Ich fahre meistens mit dem Auto zur Arbeit. Der Weg ist nicht lang, aber oft stressig. Im Bus stehe ich manchmal die ganze Zeit. Ich halte mich fest und bin noch müde. Dann höre ich Musik oder einfach die Stimmen. Im Auto sitze ich allein. Ich höre Radio oder denke über den Tag nach. Aber Stau macht mich oft ungeduldig. Der Weg zur Arbeit beeinflusst meine Stimmung. Ein ruhiger Morgen hilft mir sehr. Ein stressiger Start macht den Tag schwerer. Das geht mir genauso. Wenn der Weg ruhig ist, bin ich entspannter. Dann beginne ich den Tag besser. Über solche Dinge könnt ihr auf Deutsch sprechen. Mit ganz einfachen Sätzen aus dem Alltag. Zum Beispiel über euren eigenen Arbeitsweg. So wird Deutschlernen ganz natürlich. Und dann kommt mein Lieblingsteil des Arbeitstages. Das Mittagessen. Endlich. Gegen 1 Uhr esse ich meistens mit Kollegen. Manchmal bringe ich Essen von zu Hause mit, manchmal bestellen wir zusammen. Das Mittagessen ist wie eine kleine Pause mitten am Tag. Bei mir ist es oft etwas Leichtes. Zum Beispiel Reis mit Gemüse oder ein Sandwich. Und ich trinke viel Wasser, sonst werde ich später müde. Nach dem Essen gehe ich oft noch kurz nach draußen, vielleicht 5 oder 10 Minuten. Das hilft mir, den Kopf frei zu bekommen. Das ist eine sehr gute Gewohnheit. Manchmal sitze ich auch einfach mit Kollegen zusammen, wir reden ein bisschen, lachen und erzählen kleine Geschichten. Danach bin ich wieder bereit, weiterzuarbeiten. Danach geht es wieder an die Arbeit, mehr E-Mails, mehr Aufgaben und manchmal auch Meetings. An manchen Tagen fühlt sich das schwer an. Aber wenn ich eine große Aufgabe fertig habe, bin ich stolz. Das kenne ich gut. Es ist ein schönes Gefühl, wenn man sagen kann, ich habe meine Arbeit geschafft. Heute habe ich etwas Wichtiges gemacht. Und ihr, unsere Zuhörer, könnt das auch beschreiben. Mit ganz einfachen Sätzen. Ich esse zu Mittag, ich trinke Wasser, ich spreche mit Kollegen oder Freunden, ich gehe kurz nach draußen.
Ich arbeite weiter. Das sind einfache Wörter, aber wenn ihr sie jeden Tag benutzt, werden sie sehr stark. Und dann endet endlich der Arbeitstag. Dieses Gefühl ist einfach gut. Ich verabschiede mich von meinen Schülern und denke, ja, es ist geschafft. Oh ja, dieser Moment, wenn man aufsteht, den Rücken streckt und sich frei fühlt, wie ein kleiner Sieg am Ende des Tages. Danach kommt der Weg nach Hause, mein zweiter Weg des Tages. Manchmal ist der Bus noch voll, aber ich weiß, ich fahre nach Hause. Bei mir ist es ähnlich. Die Fahrt mit dem Auto kann anstrengend sein, besonders mit Verkehr. Aber ich höre Musik und das hilft mir zu entspannen. Wenn ich zu Hause ankomme, mache ich zuerst eines. Ich esse. Meistens esse ich mit meiner Familie zu Abend. Reis, Hähnchen, Salat, etwas Einfaches. Abendessen ist für mich etwas Besonderes. Es geht nicht nur ums Essen, sondern auch ums Zusammensein. Wir sitzen zusammen, reden über den Tag und teilen unsere Gedanken. Das fühlt sich warm an. Nach dem Abendessen gehe ich oft noch einmal duschen. Das macht mich frisch und hilft mir, zur Ruhe zu kommen. Bei mir ist es genauso. Und dann beginnt der Abend mit Freizeit. Manchmal lese ich, manchmal schaue ich fern und manchmal lerne ich noch ein bisschen Deutsch. Für mich geht es am Abend vor allem ums Entspannen. Vielleicht rufe ich einen Freund an oder höre Musik. Und manchmal nehmen wir diesen Podcast auf. Ja, am Abend beginnt oft unser zweiter kleiner Job. Wir teilen unsere Geschichten mit euch. Und ihr seht, auch dieser Teil des Tages ist leicht zu beschreiben. Ich esse zu Abend, ich verbringe Zeit mit meiner Familie, ich dusche, ich schaue fern, ich lese ein Buch. Alltag, Alltagssprache. Einfache Sätze, die euch helfen, sicherer und flüssiger Deutsch zu sprechen. Und dann kommt der letzte Teil des Tages, die Nacht. Für mich ist das der Moment, in dem ich wirklich zur Ruhe komme. Bei mir auch. Der Abend beginnt damit, dass ich mir noch einmal die Zähne putze und dann bequeme Kleidung anziehe. Genau, Schlafanzug an. Manchmal schaue ich noch kurz auf mein Handy, aber nicht zu lange, sonst kann ich schlecht einschlafen. Das kenne ich. Ich denke oft, nur 5 Minuten und plötzlich sind es 30. Deshalb versuche ich, den Tag ruhig zu beenden. Zum Beispiel lese ich ein paar Seiten in einem Buch oder höre leise Musik. Ich nehme mir am Abend auch gern einen Moment zum Nachdenken. Was habe ich heute gemacht? Was kann ich morgen besser machen? Das fühlt sich ruhig und gut an. Und dann schließe ich die Augen und schlafe ein. Meistens gegen 11 Uhr. Bei mir ist es ähnlich. Und ihr merkt sicher, wie einfach man das sagen kann. Ich putze mir die Zähne, ich ziehe mich um, ich lese ein Buch, ich gehe ins Bett, ich schlafe um 11 Uhr. Über den eigenen Tag zu sprechen braucht keine komplizierten Wörter. Es sind einfach viele kleine Schritte. Und wenn ihr das regelmäßig übt, lernt ihr nicht nur Deutsch, ihr nehmt euren eigenen Alltag auch bewusster wahr. Um euch dabei noch mehr zu helfen, holen wir jetzt Alex dazu. Alex erklärt euch jetzt einige wichtige Wörter aus dieser Folge. Sie sagt, was sie bedeuten, gibt Beispiele und ihr könnt die Wörter mitsprechen. Bleibt also dran, so wird euer Deutsch Wort für Wort besser. Alex,
Jetzt bist du dran. Hallo zusammen, ich bin Alex. Heute schauen wir uns ein paar wichtige Wörter aus dieser Folge an. Wir gehen langsam vor. Ich erkläre das Wort, gebe ein Beispiel und dann könnt ihr es wiederholen. Peinlich bedeutet, dass man sich unwohl oder beschämt fühlt. Zum Beispiel: Es war peinlich, als ich vor allen meinen Kaffee verschüttet habe. Peinlich. Noch einmal. Peinlich. Leidenschaft bedeutet etwas, das man sehr gern macht und das einem wichtig ist. Zum Beispiel: Musik ist seine Leidenschaft. Er spielt jeden Tag Gitarre. Leidenschaft. Noch einmal, Leidenschaft. Arbeitsweg bedeutet der Weg von zu Hause zur Arbeit oder zur Schule. Zum Beispiel: Mein Arbeitsweg dauert 30 Minuten mit dem Zug. Arbeitsweg. Noch einmal, Arbeitsweg. Albtraum bedeutet etwas sehr Unangenehmes oder Schlimmes. Zum Beispiel: Meinen Pass am Flughafen zu verlieren war ein Albtraum. Albtraum. Noch einmal, Albtraum. Paradies bedeutet ein sehr schöner, perfekter Ort oder Moment. Zum Beispiel: Die Insel war so schön, sie fühlte sich wie ein Paradies an. Paradies. Noch einmal, Paradies. Schwanken bedeutet, sich langsam von links nach rechts zu bewegen. Zum Beispiel: Die Bäume schwanken im Wind. Schwanken. Noch einmal, schwanken. Praktisch bedeutet etwas, das einfach ist und Zeit spart. Zum Beispiel: Online-Einkaufen ist praktisch, weil ich nicht rausgehen muss. Praktisch. Noch einmal, praktisch. Anstrengend bedeutet, dass etwas sehr müde macht. Zum Beispiel: Ein Marathonlauf ist sehr anstrengend. Anstrengend. Noch einmal, anstrengend. Voll bedeutet, dass ein Ort viele Menschen hat. Zum Beispiel: Der Bus war voll und ich konnte nicht sitzen. Voll. Noch einmal, voll. Ruhig bedeutet ein Gefühl ohne Stress. Zum Beispiel: Der See war ruhig und still. Ruhig. Noch einmal, ruhig. Sehr gut. Versucht diese Wörter heute in eigenen Sätzen zu benutzen. Je öfter ihr übt, desto sicherer wird euer Deutsch. Vielen Dank, Alex. Das war wirklich sehr hilfreich und gut erklärt. Ja, danke auch von mir. Und auch an euch, liebe Zuhörer. Gute Arbeit heute. Ihr habt heute viel gehört und aktiv mitgedacht. Das ist nicht selbstverständlich. Ihr habt gelernt, wie man über seinen Alltag spricht, über den Morgen, den Weg zur Arbeit und kleine Situationen. Und ihr habt gesehen, man braucht keine komplizierten Wörter dafür. Einfache Sätze reichen oft völlig aus. Zum Beispiel: Ich stehe früh auf. Ich fahre zur Arbeit. Ich bin müde oder zufrieden. Genau solche Sätze helfen euch, Deutsch im Alltag zu benutzen. Und genau das ist unser Ziel mit diesem Podcast. Deutsch soll nicht nur ein Lernfach sein, sondern ein Teil eures Tages. Deshalb möchten wir euch jetzt einladen, selbst aktiv zu werden. Schreibt gern in die Kommentare und beschreibt euren Alltag. Wie beginnt euer Tag? Fahrt ihr mit dem Bus, mit dem Auto oder zu Fuß? Wie fühlt ihr euch morgens? Ruhig, müde oder gestresst? Es müssen keine langen Texte sein. 2 oder 3 einfache Sätze reichen. Das ist eine sehr gute Übung für euer Deutsch. Und ihr helft damit auch anderen Lernenden. Denn viele merken dann, ich bin nicht allein mit meinen Schwierigkeiten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, zeigt uns das gern mit einem Like. So wissen wir, welche Themen euch wirklich helfen. Und wenn ihr den Podcast abonniert, verpasst ihr keine neue Folge. Wir planen noch viele Gespräche über Alltag, Arbeit und echtes Leben.
Außerdem findet ihr in der Beschreibung zusätzliches Übungsmaterial zu dieser Folge. Damit könnt ihr das Gehörte noch einmal in Ruhe üben. Denkt daran, euer Alltag ist der beste Ort, um Deutsch zu lernen. Ihr müsst nichts Besonderes machen. Nutzt einfach das, was ihr jeden Tag erlebt. Damit kommen wir langsam zum Ende dieser Folge. Danke, dass ihr heute mit uns Deutsch gelernt habt. Bis zum nächsten Mal bei unserem Deutsch-Podcast. Tschüss und bis bald.